Es hat so stark geregnet, dass plötzlich das Schwimmbad da hinten wieder voll ist, das Becken. What? Nee, das glaube ich nicht. Ein neuer Tag im Norden Afrikas beginnt. Wir machen hier wieder die Erfahrung, dass dort, wo es am wenigsten kostet und vielleicht auch weniger nobel aussieht, da aber teilweise so geiles Frühstück dabei ist. Crazy, ne? Wir haben jetzt hier mit Abendessen, Frühstück und der Nacht insgesamt 50 € bezahlt, also 540 Dirham. Kannst du echt nichts sagen, ne? Ja, auf dem Weg von Bumalnedades nach Skodra eröffnen sich hier so weite Flächen. Das ist einfach wow. Also da haben wir gerade schon überlegt, ob wir sowas in Deutschland überhaupt noch haben, was so unberührt und ungenutzt ist an Fläche. Also hier kann man ja weit gucken in alle Richtungen. 360 Grad ist einfach Natur. Berge, Sand, Grasbüschel. Total geil hier zu fahren. Von Skura hatten uns die beiden Kölner, Olaf und Susanne, berichtet, die wir ja im Wüstencamp in Merzouga getroffen haben. Die waren hier ein paar Tage, hatten wohl ein ganz, ganz, ganz tolles Riad und ja, sagten, dass es total schön ist hier, diese Stadt. Also ich glaube, die waren begeisterter von Skura als von Marrakesch. Und in Marrakesch sind die quasi so angekommen, waren da auch 2 Tage. Hier, da werden irgendwelche Geländersachen von Hand geschweißt und gebogen. Es ist auf jeden Fall immer wieder sehr beeindruckend, mit wie wenig Mitteln die hier arbeiten und was die alles so handwerklich machen. Wenn du hier so eine Autowerkstatt hast, wo der Boden aus Sand besteht, oder hier so eine Moped-Werkstatt, hier wird auf dem Boden geschraubt, das ganze Werkzeug, alles dreckig, aber die Dinger fahren am Ende, weißt du? Na, was Da machen wird sie wieder hier? hier geschweißt, der hat hier seinen Schraubstock einfach draußen auf so einen Rock. Was machen sie da? Guck mal hier. Wow, was macht der da? Hi! For animals. Für Animal, okay. Ah, yeah. Machen Futter für Tiere. Ach, Datteln, okay. Yeah, cool. Hast Mach du mal ein auch die Foto. Kamera an? Hier ist noch so ein Möbelhersteller. Das ist das Holz, was wir in den Hotels, woraus die Schränke sind. Das riecht auch total nach Holz hier. Guck mal, die machen da schon die Kerben rein. Das wird jetzt wahrscheinlich noch lackiert. Und dann fertig. Hier auch. Und- Was macht der hier? Und die haben ja Hey. hier mit absoluter Sicherheit Wow, was ist das? nicht so Ausbildungen und so. We just look for what you do there. Français un peu, oui. Qu'est-ce que c'est? Nous regardons seulement un peu. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, Vous faites les... Wie heißt das? Möbel, Décoration pour la Wohnung. Geht. Vous faites les lits? ah oui. Ah, okay. Betten macht er. Ah, Les fenêtres, oui. les portes. Ah, des portes là-bas. Oui. Ah ja, mach Nee, ruhig, mach merci. ruhig. Cool. Mit der Säge, mit so einer kleinen Handsäge oder was? Ja, mehr braucht man nicht, ne? Und dann hat er da auch keine Handschuhe an, kein gar nichts. Ja, ich glaube, Handschuhe sind tatsächlich auch nicht üblich. Aber du kriegst doch Splitter in der Hände. Guck mal, dann macht er hier so Nut und Feder von Hand mit einer Säge für die einzelnen Elemente, dass die dann hinterher zusammenpassen. Dafür musst du handwerklich auf jeden Fall schon begabt sein. Und die Türen, die sehen ja gut aus, das was da vorne steht. Aber ist echt interessant. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt hier mal durchfahren, ne? Ja, auf jeden Fall. Das sind so Einblicke. Je größer die Stadt, desto schwieriger ist es wahrscheinlich, das alles zu erhaschen, weil das alles total verstreut ist. Aber Ja, hier ist ja. es halt relativ klein. Ja, es lohnt sich halt auch mal in diese kleinen Gassen hinten reinzufahren, ne? So nicht diese Hauptstraßen nur. Ich bin ganz froh, dass wir gerade entschlossen haben, uns Marrakesch anzugucken und das hier alles auf dem Weg liegt. Ist ja auch filmkulissentechnisch eine geschichtsträchtige Gegend hier. Da haben wir jetzt gleich auch noch ein paar schöne Sachen vor uns. Vor allem, wenn man Game of Thrones geguckt hat, soll es daher auch das ein oder andere Setting geben, was in der Serie vorkam und hier gedreht wurde in Marokko. Ganz da hinten in den Bergen liegt sogar noch Schnee. Ja, man wundert sich, wie viele Filme in Marokko gedreht wurden. Gladiator, Lawrence von Arabien, Babel, Die Mumie, Inception, James Bond und Aladdin, um nur ein paar von ihnen zu nennen. Nachdem Skura eine Kleinstadt mit etwa 4.500 Einwohnern ist, liegt nun Ouarzazate vor uns, das mit knapp 80.000 Einwohnern die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der Region Dra Tafilalet im Süden Marokkos ist.
Es sieht auf jeden Fall sehr ordentlich aus hier in Ouarzazate. Und dieser Stacheldrahtzaun, man fragt sich, vor was soll der schützen? Ja, irgendwas mit Protected Area. Vermutlich ist es ein Gefängnis. Aber das ist schon echt erstaunlich, wenn man sich hier so die Gehwege und sowas anguckt, alles gepflastert und so. Ein ganz anderes Level als die anderen Ortschaften. Ordentlicher. Ich sehe hier auch keinen Müll. Wir wollen uns jetzt mal einmal ein Hotel angucken. Hier ist Oscar dieses Hotel Atlas, bei Filmstudio. Atlas Studio. Ach so, Genau, geht das da ist rein. das Hotel. Ah, cool. Ja, und das wollen wir einmal schauen. Da hinten ist dieses Leuchtding, was du da gesehen hattest vorhin. Saurons Auge, was hier über die Region war. Nein, das ist es nicht, aber ein Technologiepark. Da gibt es anscheinend mehrere von hier in Marokko. Das ist ein Turm, der reflektiert das Sonnenlicht und fächert da einen breiten Strahl auf eine Fläche von so einem Solarzellenpark. Damit gewinnen die hier Energie. Hier sind schon ägyptische Skulpturen. Ist denn auch Da muss man sich hier anstellen. Aber die sind hier gerade am Bauen. Wenn man Ja, hier nicht ist- reserviert hat, ist schwierig. Oh, sie hat sich die Lippen aufspritzen lassen, aber ein bisschen zu doll. Oh Mann, Leute. Das sieht immer aus wie eine kleine Ente. Ich mag es ja nicht so gerne, aber gut. Weiter geht es. War doch nett, mal gesehen zu haben. Ja. Ich möchte auch mein Motorrad hier vorne nicht hinstellen. Ehrlich gesagt, da wie die da. Guck mal, wo kommen die her? Lass uns mal gucken. Adventure. Ja, vielleicht können die GB. irgendwas sagen. Tschechen sind das. Ja, die haben wahrscheinlich hier Übernachtet, ja. geschlafen. Frag ihn mal. Hello, sorry, do you speak English a little bit? Do you slept here? Ja. You were here inside? And it was not nice or? War so. Okay, it's interesting. Or? Okay. Okay. Ja, okay. Okay, gut, thank you. Er scheint jetzt nicht so Der Mega-Hit zu sein. Na dann, was wollen die mit Skiern? War Also jetzt wir extra. fahren mal weiter nach Alt Ben Haddou. Für Filmfreunde ist es hier die Gegend schlechthin. Jetzt steuern wir eine der bekanntesten Filmkulissen Hollywoods an, in genau der seit den 60er Jahren zahlreiche Blockbuster gedreht wurden. Alt Ben Haddou. Die Stadt ist lediglich 25 Kilometer von den Atlas Filmstudios bei Ouarzazate entfernt. So, kaum waren wir da, machen wir hier Fotos für die anderen. Soll ich meins mal wegschieben? Schieb mal die Afrika Twin weg. So, letzte Vorbereitung, um hier ein schönes Foto zu machen. Diese Lehmbausiedlung ist in vielen Filmen, wie zum Beispiel Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil, in Szenen zu sehen, die antike, orientalische oder wüstenhafte Umgebung erfordern. Auf den Fotos könnte man so denken, ich wäre hier ganz alleine auf weitem Flur. Wenn man aber links und rechts guckt, sind da überall Leute. Hier unten standen die ganzen Armeen der Unbefleckten in Game of Thrones, ja. 10.000 Unbefleckte stehen vor den Toren von, ich weiß nicht, wie das da heißt in der Serie. Daenerys Targaryen. Ich sehe ein bisschen aus wie sie, oder Leute? Nee. Hier standen viele Schilder. Das Hollywood Afrikas wäre das hier. Um uns das genauer anzuschauen, gehen wir jetzt hier auf Hotelsuche. Und siehe da, Für 700 € haben wir jetzt... Wir haben 700 Dirham haben wir jetzt hier echt eine richtig schöne Unterkunft gefunden. Man kann quasi von hier jetzt in unser Zimmer reingucken. Ich zeig's euch mal. So, schnell nochmal einen Shot machen hier, bevor wir gleich alles zerknütteln. Hier mit schöner Sitzecke, kleiner Gang zu Bad und Dusche. richtige Duschzelle hier einzeln separat gemacht. Das ist irgendwie cool. Und dann hier, boah, die Decke mit so tollen Verzierungen und dem Blick nach draußen in die Berge von Alt Ben Haddou. Und da werden wir gleich zu Fuß bis in diese alte Stadt hineinlaufen. Das für ein Ausblick und was für eine Stille. Und hier so eine angenehme, kühl im Schatten überdachte Terrasse. Wenn man echt sieht, was unten da für ein Trubel ist. Wir wollten ja eigentlich, dachten wir, ja, vielleicht ist es hier ein bisschen weit raus, aber er sagte hier gerade hinten rum, dauert 10 Minuten zu Fuß, ist eigentlich sogar noch besser. Da kann man hier richtig schön den ruhigen Nachmittag oder Mittag erstmal genießen. Und vielleicht auch noch mal ein paar Sachen durchwaschen. Monsieur, darf ich Ihnen hier den typischen marokkanischen Tee ein? So, wir laufen jetzt mal den vermeintlichen Weg da oben hin in die City. Ja, keine Ahnung, ob das hier der richtige ist. Aber hier lernen wir auch nochmal neue Seiten der Stadt kennen.
wie zum Beispiel diese Hundegang. Also hier geht's vorbei an so ganz vielen Shops. Oh ja, ich könnte so viele Teppiche kaufen. Oh, guck mal, er malt hier gerade die Hauswand an. Er malt Wellen, Kamele. Jetzt geht's hier auf eine Brücke, die sieht ziemlich voll aus. Die Tageszeit ist sehr geil hier mit dem Sonnenstand und dem Schatten. Das sieht jetzt schon ziemlich cool aus, wenn man da so ins Tal reinguckt. Wir betreten das von einer Wehrmauer umgebene Xar, also eine Art Wehrburg, in der sich viele ineinander verschachtelte Kasbahs, also Wohnburgen, befinden. Dieser alte Teil von Ait Ben Haddou ist heutzutage mehr ein Museumsdorf, in dem Souvenirs wie Messer, Schmuck und Deko angeboten werden. Aber nicht nur das. Da waren dann so Küchen und sowas, die aber alle komplett ohne Strom, ohne Wasser, einfach mit einer Feuerstelle. Ja, die leben hier, ne? Four families live here. Still living here, yes. Okay. The families are living here. How many members part of the family? Maybe 25. 25. One family. No, 25 in In- all family, oh, okay, because okay. other one going to the new village. Yeah, okay. Yeah, someone married, it's obligatory to go to the new village for building another house. For another family, yeah. Do you have electricity here? No. No No electricity. electricity. But electricity in the new village. Yes. You can go inside. Das malerische Dorf wurde 1987 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die aus Stampflehm erbaute Siedlung gilt als lebendiges Zeugnis der Berberkultur, in der sich die traditionelle südmarokkanische Architektur gut erkennbar zeigt. Hier haben sie eine Küche, alles ohne Strom. Hier Holz bzw. Gasofenstelle haben sie hier schon. Ich habe sowas mal gesehen, da hatten sie nur eine Holzfeuerstelle. Ja, hier sieht man nur was mit Taschenlampe, weil hier gibt es keinen Strom. The house is for my grandparents. A lot of family now going to the new village there because here we don't have electricity, school, any shop for buy something to eat. I work here, I finish my study, I work here, I take a lot of language, listen to tourists, every Chinese language, Spanish language, everything. Because Zawarzazat, it's a big city and we have small village like here, like Xar of Ait Ben Haddou. Famous movie coming here like Gladiator, Game of Thrones, Prince of Persia, Asterix Obelix, Outer Banks, and the door there behind it's from Alibaba movie. If the director finish the movie, give the door for my family like gift. And you can see other door from Gladiator and Game of Thrones in one Casbah there if the tourists coming for entrance. Thank you so much, yes. Ich hatte gerade so einen Stein aus diesem Material in der Hand, das ist ganz schön schwer. Okay, das ist wirklich ziemlich. It's like sand, water, straw and stones. Yeah. Kleiner Fakt am Rande, wir haben bis jetzt auf dieser Reise noch keinen Tropfen Alkohol getrunken. Weil das hier in Marokko erstens teuer ist und auch nicht so gang und gäbe. Die trinken ja keinen Alkohol aufgrund der Religion. Und es ist erstaunlich leicht. Also wir haben null das Bedürfnis danach. Sonst trinken wir gerne mal abends irgendwie ein Weinchen oder so. Aber hier nicht und das ist kein Problem. Tee ist lecker, Hawaii-Drink ist lecker und Wasser. Top-Ausblick hier für die Katze. Und da hinten auf dem Hügel, da standen wir heute Mittag und haben die Fotos mit den Motorrädern gemacht. So, das ist die Belohnung für die Mühen, hier hochzukraxeln und sich durch all die Touristen durchzuwuseln. Ein Ausblick, der sich gewaschen hat und den nicht nur ich hier genieße, sondern natürlich noch 20.000 andere. Ja, und klare Empfehlung ist, sich auf den Weg hier eine Flasche Getränk mitzunehmen. Oh, jetzt gibt es noch Musik hier. Oh. Das Highlight für mich ist definitiv der Ausblick von hier oben. Und mit etwas Glück wird auch gerade wieder ein neuer Blockbuster gedreht. Oder auch nur ein Reel für Social Media. Ui, gefährlich. Die Xar-Struktur besteht aus eng aneinander gebauten und terrassenförmig am Hang angeordneten Häusern, was eine natürliche Kühlung im Sommer von bis zu 10 Grad kühler als außerhalb und eine Isolierung im Winter bietet. Mitte Oktober lässt es sich aber auch gut im Freien hier umherlaufen. Ich hätte es halt cool gefunden, wenn man so 1:1 wüsste, an welcher Stelle was für eine Kulisse in welchem Film auftaucht. Also, dass man jetzt weiß, irgendwie an dem Punkt sind jetzt da in Gladiator die und die Szenen gedreht worden. Also, ein Besuch hier in Ait Ben Haddou würde ich schon empfehlen. Allerdings mit einem halben Tag hat man da genug Zeit eingeplant. Also ich finde jetzt, dass es nicht
ein richtiges Muss ist, hier anzuhalten. Es ist schön, aber zum Beispiel in Albanien die Stadt Berat mit der Burg, wo wir waren, das fand ich deutlich imposanter. Ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Es ist super schön, aber ich hatte es mir tatsächlich ein bisschen kulturell informativer vorgestellt als so basarmäßig. Also hier ist schon richtig viel verkaufsmäßig los von den Einheimischen. Wer hier anhält wegen dieser Filmkulissen, gibt sicherlich auch Infos über einen Guide. Wir sind jetzt hier nur auf eigene Faust durch. Man muss allerdings dazu sagen, auch wie Berat, es kostet nichts. Von daher ist es auf jeden Fall, wenn man hier durchkommt, ist es ein Stopp wert. Und unser Hotel, von wo wir gerade gelaufen kamen, ist da. Und das lässt sich echt gut machen, so in einer Viertelstunde zu Fuß. Das war unser Ausflug in das Hollywood Marokkos. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und bedanken uns für deinen Daumen nach oben. Zurück im Hotel lesen wir an diesem Abend noch diese dezente Lektüre mit dem Namen Der marokkanische Borghaus. und beenden den Tag mit kulinarischen Köstlichkeiten. In diesem Sinne, Lila Saida, Freunde.